Jetzt kommt das beste Video, das du jemals über Verben gesehen hast. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und in dieser Videoreihe lernst du die 50 wichtigsten Verben in der deutschen Sprache. Im Präsens, Präteritum, Perfekt, Passiv und im Konjunktiv 2. Mit diesen 5 hast du alle Formen, die du im Deutschen wirklich brauchst. Und es gibt noch mehr. Du kannst dir das kostenlose Lernpaket der Linkster Academy herunterladen. Darin findest du die deutsche Basisgrammatik, den kompletten Wortschatz bis B2, Redemittel und noch vieles mehr. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Wir starten immer mit dem Infinitiv. Das ist die Grundform eines Verbs. Es steht in keiner Zeit und auch in keiner Person. Erstens sein. Präsens. Ich bin Julia. Präteritum. Sie war gestern in der Stadt. Perfekt. Ich bin in Berlin gewesen. Achtung, das Verb sein bildet man im Perfekt mit sein und nicht mit haben. Und meistens verwenden wir sein im Präteritum. Allgemein gilt, in der gesprochenen Sprache benutzt man eher das Perfekt. Außer mit den Verben sein, haben und den Modalverben. In der geschriebenen Sprache eher das Präteritum. Achtung, eine WhatsApp-Nachricht ist gesprochene Sprache, denn du schreibst einfach nur das, was du normalerweise sagen würdest. Klar? Dann geht's weiter. Es gibt keine Passivform von sein, aber für den Konjunktiv 2 schon. Ich wäre jetzt gerne im Urlaub. Zweitens, haben. Präsens, ich habe keine Zeit. Präteritum, ich hatte eine Grippe. Perfekt, ich habe einen schönen Film gesehen. Passiv, auch haben hat keine Passivform, aber dafür einen Konjunktiv 2. Ich hätte gerne einen Kaffee. Drittens, werden. Präsens, ich werde bald 29 Jahre alt. Plus 10. Präteritum, er wurde letzten Monat krank. Perfekt, die Schuhe sind wieder sauber geworden. Passiv, werden hat auch keine Passivform. Man kann nicht geworden werden. Sein, haben und werden sind typische Hilfsverben, um zusammen mit anderen Verben eine Form zu bilden, aber sie stehen im Passiv nicht allein. Der Konjunktiv 2 ist möglich, aber allein nicht so gebräuchlich. Zum Beispiel, ich würde krank, wenn ich im Winter im T-Shirt rausginge. Die nächsten 3 Beispiele sind Modalverben. Viertens, können. Präsens, ja, ich kann das. Präteritum, nein, ich konnte das nicht. Perfekt, ich habe das nicht gekonnt. Modalverben allein können in der Regel kein Passiv bilden, da sie auch zusammen mit anderen Verben kombiniert werden. Aber es gibt einen Konjunktiv 2. Ich könnte das, wenn ich mehr Zeit hätte. Fünftens, müssen. Präsens, tschüss, ich muss weg. Präteritum, ich musste laut lachen. Perfekt, ich habe zur Schule müssen. Passiv, nein. Konjunktiv 2, ja, ich müsste schnell zum Supermarkt. Achtung, das Perfekt und der Konjunktiv klingen ein bisschen umgangssprachlich, denn normalerweise benutzt man müssen mit einem anderen Verb. Also, ich habe zur Schule gehen müssen oder ich müsste schnell zum Supermarkt gehen. Nummer 6, wollen. Präsens, ich will ein Eis. Präteritum, ich wollte einen Kaffee. Perfekt,
Entschuldigung, ich habe das nicht gewollt. Auch hier wieder kein Passiv, weil es ein Modalverb ist, aber dafür gibt es einen Konjunktiv 2, der genau aussieht wie das Präteritum. Ich wollte gerne einen Hund. Heißt, ich hätte gerne einen Hund. Es gibt kein wollte, Vorsicht. Weiter geht's mit Verb Nummer 7, sagen. Präsens, ich sage Danke. Präteritum, er sagte nichts zu mir. Perfekt, hast du etwas gesagt? Passiv, zu dem Skandal wird nichts gesagt. Konjunktiv 2, jetzt wird's interessant, denn die meisten Konjunktivformen benutzt man in Kombination mit Würde. Es gibt Konjunktivformen, aber viele sehen aus wie das Präteritum und dann weiß man oft nicht, was gemeint ist. Daher, ich würde sagen, kombiniere das einfach mit Würde. Nummer 8. Geben. Präsens, ich gebe dir Geld. Präteritum, ich gab ihm alles. Perfekt, ich habe dir ein Buch gegeben. Passiv, das Buch wird mir gegeben. Konjunktiv 2, ich würde dir das Buch geben, wenn ich es hätte. Verb Nummer 9, kommen. Präsens, ich komme bald. Präteritum, ich kam zu spät. Perfekt, ich bin gerade angekommen. Passiv geht nicht, denn man kann nicht für eine andere Person kommen. Man kann nicht gekommen werden, verstehst du? Konjunktiv 2, ich würde gerne zu deiner Party kommen. Verb Nummer 10, machen. Präsens, ich mache meine Hausaufgaben. Präteritum, er machte einen Fehler. Perfekt, wir haben eine Ausnahme gemacht. Passiv, uns wird ein Angebot gemacht. Konjunktiv 2, ich würde das gerne machen. Nummer 11, gehen. Präsens, ich gehe in den Garten. Präteritum, er ging nach Hause. Perfekt, seid ihr schon gegangen? Passiv? Nein, genau wie bei dem Verb kommen. Man kann nicht gegangen werden, man geht immer nur selbst. Oder kann man für eine andere Person auf die Toilette gehen? Konjunktiv 2, ich würde gerne in den Urlaub gehen. Nummer 12, sehen. Präsens, ich sehe einen Baum. Präteritum, ich sah einen Film. Perfekt, ich habe dich gesehen. Passiv, ich wurde gestern von dir gesehen. Vergangenheit, obwohl man sehen eher aktiv benutzt, es ist aber trotzdem möglich. Und der Konjunktiv 2, ich würde gerne dein neues Fahrrad sehen. 13, finden. Präsens, ich finde deine Videos toll. Danke. Präteritum, Tina fand ihre Schlüssel. Perfekt, ich habe meine Brille gefunden. Passiv, der verlorene Koffer wurde gefunden. Vergangenheit. Konjunktiv 2, du würdest deine Sachen schneller finden, wenn du richtig suchen würdest. 14, bleiben. Präsens, ich bleibe hier. Präteritum, Oma blieb zu Hause. Perfekt, ich bin bei dir geblieben. Passiv geht nicht. Warum? Man kann keine andere Person bleiben. Das kann man nur selbst machen. Konjunktiv 2, ich würde gerne bei dir bleiben. 15, liegen. Präsens, das Buch liegt auf dem Tisch. Präteritum, die Mütze lag auf dem Boden. Perfekt, er hat oder ist den ganzen Tag im Bett gelegen. Hier gibt es 2 Formen von Hilfsverben für das Perfekt, obwohl haben der deutsche Standard ist. Bei uns in Süddeutschland, wo mir Schwäbisch schwätze, da bist du den ganzen Tag im Bett gelegen. Also, da bist du den ganzen Tag im Bett gelegen. Das Passiv geht nicht, weil man ja nur selbst liegen kann. Man kann nicht für eine andere Person liegen. Und Achtung, legen gibt's im Passiv.
Das ist aber ein anderes Verb. Konjunktiv 2. Sie würde jetzt gern am Strand liegen. 16. Stehen. Präsens. Ich stehe in der Küche. Präteritum. Manuel stand im Wohnzimmer. Perfekt. Wir haben oder sind im Garten gestanden. Auch hier gilt, haben ist Standarddeutsch, sein wird als Hilfsverb für das Perfekt eher in Süddeutschland und Österreich benutzt. Ein Passiv gibt es nicht, aber einen Konjunktiv 2. Diese Hose würde dir gut stehen. Probier sie an. 17. Führen. Präsens. Der Chef führt sein Team. Präteritum. Ich führte ein Gespräch mit ihm. Perfekt. Paul hat in der Finanzabteilung die Bücher geführt. Passiv. Die Bücher werden von Paul geführt. Konjunktiv 2. Sein Kollege würde die Bücher viel lieber führen. 18. Nehmen. Präsens. Opa nimmt ein Stück Kuchen. Präteritum. Ich nahm ein schönes Bad. Perfekt. Er hat eine Tablette genommen. Passiv. Im Krankenhaus werden viele Medikamente genommen. Und der Konjunktiv 2. Sie würde gerne einen Tag Urlaub nehmen. Nummer 19. Wissen. Präsens. Weißt du das? Präteritum. Nein, das wusste ich nicht. Perfekt. Ich habe das nicht gewusst. Passiv. Frage an dich. Kann man für eine andere Person etwas wissen? Nein. Dein Wissen ist in deinem Gehirn. Das kannst nur du selbst. Der Konjunktiv 2. Das wüsste ich auch gern. Oder das würde ich auch gern wissen. 20. Bringen. Präsens. Ich bringe dich nach Hause. Präteritum. Eva brachte einen Kuchen zum Geburtstag. Perfekt. Tanja hat ihren Sohn zur Schule gebracht. Passiv. Der kleine Tim wird zur Schule gebracht. Konjunktiv 2. Würdest du mir bitte einen Kaffee bringen? 21. Halten. Präsens. Der Professor hält einen Vortrag. Präteritum. Er hielt gestern eine Rede. Perfekt. Der Torwart hat den Ball gehalten. Passiv. Der Ball wurde vom Torwart gehalten. Konjunktiv 2. Er würde gerne alle Bälle halten. 22. Sollen. Präsens. Was soll das? Präteritum. Ich sollte früh aufstehen. Perfekt. Ich habe das gesollt? Klingt komisch, oder? Besser zusammen mit einem anderen Verb. Passiv geht nicht, da es sich um ein Modalverb handelt. Und der Konjunktiv 2 sieht aus wie das Präteritum und ist eher ungebräuchlich. Und Achtung, man kombiniert Modalverben nicht mit Würde. 23. Lassen. Präsens. Ich lasse meine Tasche zu Hause. Präteritum. Er ließ sein Handy zu Hause. Perfekt. Wir haben unsere Sachen zu Hause gelassen. Passiv geht nicht, aber dafür der Konjunktiv 2. Ich würde das rauchen lassen, denn das ist gefährlich. Nummer 24. Fahren. Präsens. Sie fährt mit dem Bus. Präteritum. Sie fuhr nach Berlin. Perfekt. Sie ist nach Hause gefahren. Passiv. Ich werde von meinem Papa zum Flughafen gefahren. Konjunktiv 2. Ich würde gerne fahren, aber ich habe kein Auto. Und zum Abschluss 25. Setzen. Präsens. Ich setze mich auf den Stuhl. Präteritum. Er setzte sich auf die Couch. Perfekt. Wir haben uns gesetzt. Achtung, das hier ist reflexiv, also sich setzen. Es geht aber auch nicht reflexiv und dann gibt es ein Passiv, denn reflexive Verben haben keine Passivform. Aber hier mal ohne Reflexivpronomen. Die Blumen werden im Garten gesetzt.
Und die allerletzte Form für heute, dann hast du's geschafft, der Konjunktiv 2. Ich würde nicht alles auf eine Karte setzen. Das ist eine Metapher und bedeutet, dass man kein zu großes Risiko eingehen sollte. Das kommt aus der Welt der Casinos, in der man ganz schnell alles verlieren kann, was man hat. Ja, das waren mal die ersten 25 von 50 Verben, die in der deutschen Sprache am häufigsten verwendet werden. Ich hoffe, du konntest etwas lernen. Schalte auf jeden Fall ein, wenn der zweite Teil veröffentlicht wird, und vergiss nicht, dir das exklusive Lernpaket der Linkster Academy zu holen, denn darin findest du jede Menge Wissen, um dein Deutsch sofort zu verbessern. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.